Ricordate il piccolo paese sulla riva destra del Po, più turbolento delle acque del grande fiume? Ricordate il suo battagliero sindaco, sempre in polemica con il parroco? Quel buon parroco che parlava con il Cristo dell'altar maggiore e che aveva un modo così persuasivo di predicare la pace alle sue pecorelle. Erano i primi giorni del dopoguerra e l'uragano di fuoco aveva lasciato profonde tracce nelle cose e nei cuori. Tempi duri, tempi di polemica pesante. E il Cristo dell'altar maggiore aveva il suo da fare per badare a quella gente che, presa dalle passioni di parte, non aveva tempo da perdere e pensava alle cose dopo averle fatte. Molti anni sono passati all'inizio di questa nuova storia e molte cose sono cambiate. Il presidente Eisenhower e il premier sovietico si sono scambiati dei doni augurali, intrattenendosi poi in cordialissimo colloquio. Questa prima giornata del viaggio di Khrushchev negli Stati Uniti nel nuovo clima di coesistenza e di distensione. Distensione, parola nuova che ha ipnotizzato il mondo. Perfino chi l'avrebbe mai detto. Il paese di Don Camillo e di Pepone. Il fatto è che qui, più che le cose, sono cambiati il parroco e il sindaco, da quasi 3 anni, da quel famoso 1° maggio in cui il 20% della popolazione finì al pronto soccorso. Allora, finalmente, i loro superiori si resero conto che Don Camillo e Pepone erano uomini di troppo valore e che qui erano sprecati. Avevano pronti per loro incarichi molto importanti e, soprattutto, molto lontani. Don Camillo und Pepone verloren sich aus den Augen. Sie trafen sich in Rom nie, obwohl die Entfernung zwischen ihnen ungefähr die gleiche geblieben war.
Aber 50 Meter, die einen Pfarrer auf dem Dorf vom Bürgermeister trennen, werden in der Hauptstadt 500 Kilometer, wenn sie zwischen einem Senator der Kommunistischen Partei und einem hohen Würdenträger der katholischen Kirche liegen. Well. We will do what we can. If you want meet our Holy Father, I shall go to try the impossible. Huh? We'll do our very best to obtain for you an audience with the Holy Father. Sie glauben, die Damen verstehen mich nicht? Hm? Thank you so much. I'll report back to the committee, and I'm sure they'll be enthusiastic. All right. Verzeihen Sie, Monsignore, aber Sie sollten Ihr Englisch wirklich ein bisschen mehr pflegen. Es ist sehr wichtig. Meinen Sie? Aber Jesus Christus spricht bestimmt nicht Englisch. Seien Sie mir nicht böse, Monsignore, wenn ich mir die Freiheit nehme, aber Sie sind nicht der Herr Jesus Christus. Da muss ich Ihnen recht geben. Aber deswegen brauchen Sie mir nicht dauernd unter die Nase zu reiben, dass ich nicht so gut Englisch spreche wie Sie. Aber Monsignore, ich habe mir nur erlaubt, Sie darauf hinzuweisen. So ernst habe ich es nicht gemeint, mein Sohn. Das weiß ich. Und jetzt kann mir alles Englische gestohlen bleiben. Jetzt erlaube ich mich erstmal an diesem herrlichen Duft. Es geht doch nichts über eine gute Zigarre. Köstlich. Auf diesen Fotos von seinem geliebten Dorf scheint immer die Sonne. Aber Don Camillo sah es dort regnen, hageln und schneien. Immer wieder packte ihn Heimweh. Eine schlimme Geschichte für einen armen Monsignore, der nicht weg kann von seinem goldenen Sessel. Wie gerne würde er einmal zurückkehren und sei es nur für einen Tag, für eine Stunde. Ihr Bicarbonat, Monsignore. Haben wir noch Audienzen, mein Sohn? Nein, Monsignore, heute nicht. Wir können mit der Korrespondenz fortfahren. In Anbetracht der beklagenswerten Lebensbedingungen der Landarbeiter in Lukanien wende ich mich an Sie persönlich, lieber Fürst. Wende ich mich an Sie persönlich, lieber Fürst, und frage Sie, ob Sie wissen... Herein? Guten Tag, Monsignore. Darf ich Sie vielleicht 5 Minuten stören? Ja, kommen Sie. Ja. Bitte, Danke. nehmen Sie Platz. Wie Sie vielleicht wissen, Monsignore, kümmere ich mich um die Dorfgemeinden im Norden. Und da ist mir gerade ein besonderer Fall unter die Hände gekommen, bei dessen Lösung Sie mir sicher behilflich sein können. Es handelt sich nämlich um eine Gemeinde, ein kleines Dorf am Po, das, wenn ich mich nicht täusche, den Vorzug und die Ehre hatte, Sie lange Jahre zum Pfarrer zu haben. Sie täuschen sich nicht, mein Sohn. Bringen Sie den Brief weg, erst dringend gehen Sie. Aber wir haben ihn noch gar nicht beendet, Monsignore. Na wenn schon, schreiben Sie ihn zu Ende. Schreiben Sie dem Fürsten, er könne die Bauern heute nicht mehr behandeln wie im Mittelalter. Nein, so deutlich nicht, aber geben Sie es ihm zu verstehen. Spielen Sie auf seine sozialen Pflichten an, geben Sie meinen Segen und Amen. Fort mit Ihnen. Sehr wohl. Und nun zu uns beiden. Was zum Teufel könnte in diesem kleinen Dorf geschehen, dass Rom sich damit befassen muss? Wie es scheint, liegt in der Nähe des Dorfes auf dem Gebiet des Ortes Borghetto ein Grundstück, das der Gemeinde gehört, außer einem kleinen Zipfel, der sich im Besitz der Pfarrei befindet und auf dem eine kleine Kapelle steht. Sie erinnern sich vielleicht? Na, und ob ich mich erinnere, die kleine Madonna von Borghetto. Ja, und weiter? Vor etwa einem Monat hat der Gemeinderat, sprich die Kommunisten, beschlossen, hier ein sogenanntes Haus des Volkes zu errichten. Und hinterrücks und meuchlerisch, ohne uns auch nur ein Wort davon zu sagen, haben sie auf diesem Grundstück mit dem Ausheben der Fundamente begonnen. Und jetzt Sind Sie bei der Kapelle angelangt und wollen sie abreißen? ganz recht, und mit diesem Problem müssen wir uns befassen. Eine vorbedachte Brüskierung Roms, eine politische Spekulation. Ganz offensichtlich. Und seine Eminenz ist fest davon überzeugt, dass hier in Rom die Drahtzieher sitzen. Genosse,
Der Genosse Chef erwartet den Bericht über die Vereinigten Stahlwerke. Ja, du siehst doch, ich bin gerade dabei. Soll er mir doch wenigstens so viel Zeit lassen, bis ich ihn auf der Maschine getippt habe? Die hat er dir gelassen. Seit einer Woche sitzt du jetzt schon dran. Es ist viel schwerer, einen Bericht zu schreiben, als eine Revolution zu machen. So. Nun seht ihr das an, ich habe das Kohlepapier falsch eingelegt. Von einer Revolution, da braucht man wenigstens keine 3 Durchschläge zu machen, verstanden? Ja? Und hat sie? Ich bin gleich damit fertig, ich muss... Lass den Bericht jetzt Bericht sein und komm her. Ist gut, ich komme. Genosse, überleg es dir genau, bevor du ihn schickst. Dieser Mann ist kein Mensch, er ist ein Taifun. Er hat nicht das Zeug zu einem Senator. Aber er hat Anhänger da oben. Als Bürgermeister hat er schon genug Unheil angerichtet. Um uns vor ihm zu schützen, mussten wir ihn zum Senator machen. Promoveatur ut amoveatur, merkt ihr das? Was haben denn die anderen gemacht, um sich vor dem Unheil zu schützen, das dieser verdammte Pfaffe angerichtet hat? Zum Monsignore haben sie ihn gemacht, na siehst du. Herein. Da bin ich. Guten Morgen, Genossen. Morgen. Nimm Platz. Morgen, Genosse. Morgen. Gibt's was Neues? Nichts Besonderes, hör zu. Lieber Genosse Senator, du bist doch sicher über die Aktion Haus des Volkes in deinem Dorf Brescello auf dem Laufenden. Aber ja, ich habe erst vor ein paar Tagen einen Brief an die Genossen im Gemeinderat. Ja, ich weiß, ein wahres Meisterwerk. Ich habe hier die Kopie. Unglaublich. Da bietet sich uns eine Möglichkeit, auf nationaler Ebene einen fantastischen Propagandacoup zu starten. Und was machst du? Du schreibst den Genossen im Gemeinderat einen Brief und rätst ihnen, sich nicht darauf zu versteifen, sondern erst mal abzuwarten und ihr Arbeiten bis auf Weiteres einzustellen. Nein, Genosse, ich passe mich nur dem allgemeinen Klima der Was Entspannung verstehst an. du unter Entspannung? Dass wir uns den Pfaffen vor die Füße werfen? Entspannung machen wir. Wir bieten sie an. Und jetzt mach deine Ohren gut auf. Die Situation ist nicht einfach, Monsignore. Der Pfarrer möchte den Konflikt vermeiden, ohne in den Verdacht zu kommen, es mit den anderen zu halten. Deshalb ist er mit der Bitte um Hilfe an uns herangetreten. Warum hat er sich nicht an den Bischof gewandt? Der Bischof. Der Bischof ist ein heiliger Mann. Aber Heilige sind nun mal nicht geschaffen für die Politik. In diesem Fall geht es darum, unsere Schäfchen zu retten, Sie verstehen. Doch, ich verstehe. Damit ein Schäfchen nicht das andere erwürgt oder auffrisst, hat man sich an einen Mann gewandt, der ein Politiker ist, wie Sie. Oh, ich bezweifle nicht, dass Sie ein guter Politiker sind. Aber das hilft Ihnen in diesem Dorf nichts. Das stimmt, Monsignore. Deshalb bin ich vor meiner Abreise zu Ihnen gekommen, weil ich die Verhältnisse und die Leute nicht kenne. Ich wollte Sie bitten, mir einiges darüber zu sagen, mich ein bisschen aufzuklären. Gehen Sie in Frieden, mein Sohn. Aber tun Sie mir den Gefallen, geben Sie nichts auf das, was man so redet über diese braven Leute. Sie sind vielleicht ein etwas rauer Menschenschlag. Sie haben einen ausgesprochenen Sinn für Menschlichkeit. Man muss sie bloß richtig zu nehmen wissen. Und ich bin einer, der Sie verdammt gut kennt. Hier, fassen Sie an. Fühlen Sie mal. 6-mal haben Sie mich im Ganzen verprügelt. Aber ich schwöre Ihnen, das Holz war immer weich. Aber überaus wirkungsvoll. Sie haben mir auch mal eins aufgebrannt, aber nur mit Kleinkalibermunition. Ganz harmloses Zeug. Schnepfenschrot. Wenn Sie sich gut mit Ihnen verstehen, ist das Schlimmste, was Ihnen passieren kann. Nun, wenn Sie Pech haben, Hasenschrot vielleicht, aber abgesägte Läufe nie. Niemals. Ach, fabelhafte Leute. Ach du liebe Zeit. Was für eine gefährliche Gegend. Nicht doch, bloß das rechte Ufer des Po. Aber keine Sorge, mein Sohn, mein Nachfolger Don Cesare weiß, wo mein Arsenal ist. Auf dem Speicher habe ich so eine blaue Kiste versteckt. Da finden Sie einen Revolver, ein MG und die Munition dazu. Hier ist der Schlüssel. Ich weiß nicht, Aber für den Fall, dass Sie den Umgang mit Feuerwaffen nicht gewöhnt sind, Dann überlasse ich Ihnen das hier gern. Ich habe es mir als Andenken aufbewahrt. Qualitätsarbeit. Nein. Vielen Dank, Monsignore. Ich fürchte, das werde ich nicht durchhalten. Wissen Sie, ich habe es nämlich mit dem Herzen. Nur nicht aufregen, mein Sohn. Sie brauchen sich nicht zu fürchten. Wir helfen Ihnen. Dafür sind wir ja schließlich da. Bist du ganz sicher, dass du nichts vergessen hast? Die Mein Einladungen Gott, für die Journalisten.
den Text deiner Rede. Ja, ich habe alles in meiner Aktentasche. Ich kann mich also auf dich verlassen. Du glaubst doch nicht etwa, dass ich mich von so einem kleinen Bauernpfaffen ins Boxhorn jagen lasse? Halt mich über alles auf dem Laufenden. Aber... schick Berichte, halt Kontakt mit uns. Ja. Vergiss nichts, Punkt für Punkt. Auf Wiedersehen. Also auf Wiedersehen. Und verheimliche uns nicht. Gar nichts. Nichts. Nicht das Geringste. Im Vertrauen gesagt, hatte Peppone schon etwas zu verbergen, als sich der Zug in Bewegung setzte. Sein Gewissen als Proletarier machte ihm ein wenig zu schaffen. Es hatte nichts mit Politik zu tun, wenn es auch ein gewisses Klassenproblem war, das ihn beschäftigte. Ach, guten Abend. Sagen Sie, Schaffner, haben Sie vielleicht noch ein Einzelbett für mich? Ich sehe mal nach, Senor. Ach ja, seien Sie bitte so freundlich und holen Sie mir meinen Koffer aus dem Sonderabteil für Senatoren. Gleich gut, links Senor. oben, der grüne. Ja. So, hier ist danke. Bitte, Senor. Bitte hier, Senor. Danke. Hier, junger Mann? Ja, Senor, das untere Bett. Na schön, Einzelabteil wäre mir zwar lieber gewesen, aber wenn es nicht anders geht... Ihren Hut, bitte. Ja, danke. Wann kommt der Zug in Parma? In Parma sind wir um 6:49 Uhr. Wenn es Ihnen recht ist, weg ist sie um 6. Ja, Gute danke. Nacht. Gute Nacht. Wünschen Sie morgen früh einen Kaffee? Ja, und eine Zeitung. Gut. Die Unità. Wie Sie wünschen. Don Camillo. Don Camillo! Peppone! Na, wenn das keine Überraschung ist, dass wir zwei uns mal wiedersehen. Nach über 3 Jahren. Noch dazu im gleichen Zug. Und im Schlafwagen ist das schön. Tja. Ja, da werde ich mich mal ausziehen. Wollen Sie ein paar Tage ausspannen und Ferien machen? Nein, Priester können sich keine Ferien leisten. Habe ich Ihnen schon mal von meiner Tante Cecilia erzählt, die beschlossen hatte, 100 Jahre alt zu werden? Ja. Inzwischen hat sie sich anders überlegt. Sie begnügt sich mit 98. Und bevor sie in die Ewigkeit eingeht, naja, da möchte sie mich eben gern noch mal sehen. Hä? Ja, ist ja auch verständlich. Sie ist in Parma, in der Klinik. Und Sie, lieber Senator, fahren zu Ihrer Familie? Ich kann mir vorstellen, dass es der Frau Senatorin schwerfällt, sich an das Großstadtleben zu gewöhnen. Aber für Sie als Provinzler ist es eine Abwechslung. Nein, meine Frau und der jüngere von den beiden Jungs sind immer mit mir in Rom zusammen. Mein Großer ist im Dorf geblieben. Einer muss sich ja um die Werkstatt kümmern. Ja. Machte schon ganz schön. Tüchtiger Junge, ja weiter. Tja, und wie das so ist, von Zeit zu Zeit muss der Kapitän kontrollieren, ob sein Schiff noch auf dem richtigen Kurs liegt, Ist ja ziemlich umständlich, so eine Fahrt von Rom in die tiefste Provinz. Aber was tut ein Vater nicht alles für seinen Sohn? Bleiben Sie länger im Dorf, lieber Senator? Nein, ich fahre nicht ins Dorf. Ich bleibe in Reggio Emilia. Ich habe da eine Kleinigkeit in Ordnung zu bringen. Sie wissen ja, wie das ist. Alle Beschwerden führen nach Rom. Ich muss dem Schaffner noch mal sagen, dass er mich auch rechtzeitig weckt. Seien Sie unbesorgt, ich wecke Sie schon. Ich kann sowieso nie im Schlafwagen schlafen. Dieses Tacke-Tacke-Da macht mich nervös. Mich stört das nicht im Geringsten. Es macht mir überhaupt nichts aus. Ich möchte das Licht ausmachen. Aber bitte, benehmen Sie sich ganz wie zu Hause. Der äußerste Schalter rechts. Ja, ich weiß. Schließlich fahre ich ja nicht zum ersten Mal im Schlafwagen. Nee. Allerdings habe ich für gewöhnlich einen Einzelabteil. Oh, tun Sie mir leid, Senator. Das ist ja furchtbar für Sie. Wie mögen Sie sich jetzt bloß hier fühlen? Also, wenn Sie es genau wissen wollen, lieber Monsignore, wie ein Mann, dem ein Pfarrer 10 Jahre lang im Magen gelegen hat und den man jetzt zwingt, mit einem Pfarrer überm Kopf zu reisen. Gute Nacht. Gute Nacht.
Pepone stieg in Reggio Emilia aus. Don Camillo hatte ihn viel zu früh geweckt, weil er es kaum erwarten konnte, seinen Reisegenossen loszuwerden. Er selbst verließ den Schnellzug in Parma, wo er aber nicht zu seiner alten Tante ging, die sich in Wirklichkeit blendender Gesundheit erfreute, sondern in die Kleinbahn umstieg, die Parma mit dem Dorf am Po verbindet. Es war noch früh am Morgen, aber Don Camillo, der zwar die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte, fühlte sich wie neugeboren und war strahlender Laune. Er war glücklich, seine eigene kleine Welt wiederzufinden. Mir erzählt der Kerl, er will nach Reggio Emilia. Wie kann man nur so verlogen sein? Marcello! Don Camillo. Was sagt ihr dazu, Don Camillo? Was will der denn hier? Willkommen, Monsignore. Willkommen in Marcello. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Senator wird nicht lange auf sich warten lassen. Er musste die Fahrt leider unterbrechen. Er kommt per Auto. Wichtige Parteiangelegenheiten. Dann wissen Sie mehr als wir, Monsignore. Wir erwarten überhaupt keinen Senator. Oh, wie schade. Ach, da ist er ja schon. Stellen Sie sich vor, Sie werden gar nicht erwartet. Nun sagen Sie mal, wie ist das mit der Tante? Ist wohl nicht mehr krank. Sie war nicht da. Sie musste heute nach Reggio fahren. Sie muss in der Ortsgruppe der KPI etwas in Ordnung bringen. Aha. Gehen wir. Willkommen, Genossen. Wie geht's? Danke, danke. Mir geht's gut. Und wie geht's euch? Was macht die Familie? Was macht die Arbeit? Kommt, Genossen, gehen wir. Aber lassen wir Sie vorausgehen. Warum gehen wir nicht gemeinsam ins Dorf, Herr Senator? Im Grunde ist es doch ungefährlich für Sie. Wir leben doch mitten in der Entspannung. Warum eigentlich nicht? Er hat recht. Gehen wir. Na schön. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen, Monsignore. Das hoffe ich auch, lieber Senator. Alles Gute und einen angenehmen Aufenthalt. Ja. Zunächst mal eine Frage. Habt ihr schon offiziell auf die Fortführung der Ausschachtungsarbeiten in Borghetto verzichtet? Nein, noch nicht. Der Pfarrer wollte gerade heute kommen, um die Angelegenheit mit uns zu besprechen. Na, umso besser. Aber du hast doch selbst geschrieben, wir sollten uns nicht versteifen und erst abwarten wegen der Entspannung. Na sowas. Ich schreibe Ravioli und ihr versteht Spaghetti. Ist doch nicht zu sagen. Ihr scheint unter Entspannung zu verstehen, dass wir vor dem Pfaffen in die Knie gehen. Also weiter, wir dürfen keine Zeit verlieren. Jede Minute ist kostbar.
Also, wir haben uns verstanden. An die Arbeit. Wir werden Ihnen berichten, Monsignore. Auf Lassen Sie uns Wiedersehen. noch machen. Auf Wiedersehen, Monsignore. Auf Wiedersehen. Sie können ganz beruhigt sein. Auf Wiedersehen. Was ist mit Ihnen, Don Cesare? Haben Sie was auf dem Herzen? Ich bitte um Verzeihung, Monsignore, aber wäre es nicht einfacher, wenn man, um weitere Komplikationen zu vermeiden, den ganzen Fall nicht so aufbauscht? Don Cesare, es gibt Fälle in der Politik, die man erst kompliziert, um damit zu erreichen, dass sie einfacher werden. Ich verstehe nicht, Monsignore. Sie sind übermüdet, mein Sohn. Wie wär's, wenn Sie ein paar Tage in Ihr Heimatdorf fahren, um sich zu erholen? Sie können bleiben, bis ich Sie zurückrufen lasse. Aber ich darf doch jetzt nicht einfach wegfahren. Ich würde Ihnen gern behilflich sein. Sie werden mir gehorchen und mich allein lassen. Ich habe etwas sehr Wichtiges zu tun, mein Sohn. Wie Sie wünschen, Monsignore. Gute Reise. Sieh mal einer an, wer ist denn da? Don Camillo. Was ist denn? Hat es dir die Sprache verschlagen? Oh Herr, wie oft habe ich dich gerufen in den letzten 3 Jahren. Aber du hast mir nie geantwortet. Aber hier ist deine Stimme plötzlich wieder da. Ist Gott dem Menschen hier näher als in Rom? Gott ist den Menschen überall gleich nah, Don Camillo. Hier scheint er dir nur näher zu sein, weil du dir selbst näher bist. Nun hast du mir nichts zu erzählen nach so langer Zeit? Ach, weißt du, sie haben mich zu einem ganz hohen Tier gemacht. Ich bin nämlich jetzt Monsignore. Viel zu wenig nach all dem, was du gelitten hast. Wie ich hörte, haben sie dich 6-mal verprügelt und geschossen haben sie auf dich und dich verwundet. Warum hast du mir nichts davon erzählt, Don Camillo? Vielleicht habe ich es dir nicht gesagt, weil es nicht wahr ist. Was? Ein Monsignore, der Lügen erzählt? Gibt's denn sowas? Oh Herr, ich habe mir immer so gewünscht, dich wiederzusehen. So wie du dir gewünscht hast, dich hier wieder in die Nesseln zu setzen. Oh nein, Herr, ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil. Wie soll ich das verstehen, Don Camillo? Dass ich es vermeiden möchte, mich in die Nesseln zu setzen. Halt die Augen offen, Don Camillo. Morgen in aller Frühe bepflastern wir das Dorf mit Plakaten und Manifesten. Morgen Nachmittag veranstalten wir eine Protestversammlung gegen die Atomversuche im Beisein sämtlicher Pressevertreter. Und dabei werden wir ihn bloßstellen, den Monsignore. Und wenn es sein muss, auch den Kardinal. Bravo! Da können wir endlich mal wieder richtig drauf loslagen. Und was habe ich vorhin gerade gesagt, du Idiot? Bei dieser Aktion wird nicht mit Gewalt operiert, sondern nur mit schmerzlichem Erstaunen über so viel Unverständnis der Kirche, die uns 4 lumpige Quadratmeter Boden verweigert, um dieses Haus des Volkes zu erbauen, das doch vor allem für die Armen gedacht ist. Das Dorf soll es erfahren und selbst urteilen. Wer ist da? Genossen, dieses Plakat haben die Kirchenleute heute überall anschlagen lassen. Seht euch das an. Kaum Da. ist er da und schon hat er Plakate drucken lassen. Nein, er hat sie schon fertig gedruckt mitgebracht. Hier, seht euch das an. Druckerei De Picci, Rom. Das ist also die kranke alte Trappe. Thema, das Haus des Volkes aus kirchlicher Sicht. Da haben wir's. Auch gut. Auf diese Weise sparen wir die Ausgabe für die Plakate. Ja, los, Kommt, auf Genossen, geht's, mit los, uns ein. Wir haben noch viel vor. Mit Hunderten von diesen Dingern haben sie das Dorf bepflastert. Und die ganze Umgebung auch. Die lassen sich das ganz schön was kosten. Papa! Papa! Walter! Wie geht's dir, mein Junge? Sei mir nicht böse, dass ich nicht gleich gekommen bin, um dir guten Tag zu sagen. Mama geht's gut, sie lässt vielmals grüßen. Wer ist denn das Kind da? Das ist kein Kind.
Sie ist schon 18. Rosetta, die Tochter von Grotti. Aha. Weißt du, wir beide wollen heiraten. Was, mit 19 willst du heiraten? Beinahe 20. Was ist denn dabei? Als du Mama geheiratet hast, warst du auch nicht viel älter. Ja, das stimmt. Das waren aber auch andere Zeiten. Darüber unterhalten wir uns später. Das ist der Stein des Anstoßes. Die kleine Madonna von Borghetto. Auf Wunsch von Monsignore Don Camillo fand an Ort und Stelle eine Versammlung statt. Auf diese Weise war der engste Kontakt mit der Wirklichkeit gewährleistet. Pepone und seine Genossen hatten die Einladung angenommen. Sie waren bereit, in aller Öffentlichkeit um die 4 Quadratmeter Boden zu kämpfen. Während man noch auf den offiziellen Redner wartete, der dann aber nicht kam, bat Don Camillo, ein paar Worte sagen zu dürfen, um von vornherein jedes Missverständnis auszuschalten. Bitte, Monsignore. Danke. Meine Brüder, Jesus kam auf die Erde, weil er die Sünden der Menschen auf sich nehmen sollte. Der Sohn Gottes sollte leiden wie ein gewöhnlicher Sterblicher. Deswegen wurde er nicht geboren als Bürger, sondern als Proletarier. Denn nur wer arbeitet, im Schweiße seines Angesichts, der weiß, was Leiden heißt. Sie mogeln, lieber Monsignore. Die Kommunisten, das sind wir. Das Christentum ist eine demokratische Religion, aufgebaut auf Arbeit. Meine Brüder, erinnert euch nur mal an die heilige Nacht, an Maria, an Josef, auf der Suche nach einem Obdach. Seitdem sind fast 2000 Jahre vergangen. Aber wie viele Kinder von Arbeitern kommen heute noch auf die Welt in Behausungen, die schlimmer sind, schlechter als der Stall von Bethlehem? Meine Herren vom Gemeinderat, Sie brauchen den Boden der Kirche, um den Armen ein Haus zu bauen. Und diesen Boden gibt Ihnen die Kirche von ganzem Herzen. Unter der Bedingung selbstverständlich, dass die Wohnungen, die Sie hier bauen werden, nicht nur Armen zur Verfügung stehen, die von Ihnen ausgesucht werden. Es gibt nämlich keine 2 Kategorien von Armen. Es gibt keine Armen der Gemeinde und es gibt keine Armen der Pfarrei. Vor Gott sind alle Armen gleich. Geben Sie mir das Papier. Und aus diesem Grunde, Artikel 4, von den 16 Wohnungen gehen 8 an Familien, die die Gemeinde vorschlägt, und die anderen 8 gehen an Familien, die von der Pfarrei benannt werden. Das ist die Schenkungsurkunde. Die Kurie hat sie bereits unterschrieben. Fehlt nur noch Ihre Unterschrift, Herr Bürgermeister. 8 Wohnungen, das ist heller Wahnsinn. Kommt gar nicht in Frage. Liebe Freunde, der Gemeinderat hat unseren Vorschlag akzeptiert. Was soll ich tun? Unterschreibe. Danke. Sag mal, was haben wir hier eigentlich zu suchen? Herr Senator, wozu haben Sie uns hierher bestellt? Was sollen wir hier? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Wozu hat er wohl die ganze Presse herbestellt? Für eine so simple Geschichte. Das Volk gibt sich nicht gerne für Schauspiel her. Da habt ihr es. Dann versprechen Sie uns auch keins. Na gut, los, fang an. Na, was ist denn? Du machst schon. Lass ich die Finger davon, das sollen andere machen. Diese verdammte Gefühlsduselei, das ist eines alten Kampfgenossen unwürdig. Nimm dir doch einen Jüngeren. Einer von euch beiden. Los, komm her. Warum gerade ich? Du? Nein. Man braucht die kleine Kapelle gar nicht zu zerstören. Man kann sie mit einem Stahlseil hochheben und dann woanders wieder aufstellen. Aber das geht doch nicht, das ist völlig unmöglich. Dieses lächerliche Stück Mauer sollen wir nicht versetzen können. In Russland werden 5-stöckige Häuser und ganze Wolkenkratzer wie nichts versetzt. Da werden Häuser versetzt, aber keine Madonnen. Margot hat recht, Genosse. Das Mauerwerk ist ganz brüchig. Es besteht nur aus Lehm und Ziegeln. Da bleibt nur ein Haufen Steine übrig, wenn man mit Drahtseilen rangeht. Was sollen wir denn machen? Auf das Haus des Volkes verzichten? Na schön.
Verdammt nochmal, ich möchte nur wissen, warum wir das eigentlich machen sollen. Nur damit ihr nachher sagen könnt, wir hätten die Madonna zerstört? Aber Herr Senator, das ist doch schließlich eure Sache. Wir haben sie euch abgedreht. Wir brauchen ja nur den Boden. Und den habt ihr uns leer zu übergeben. Für Madonnen und Heilige seid ihr zuständig. Wir haben euch auch nicht aufgefordert, die Vorbilder unserer Partei, die Lenin- und Stalin-Büsten zu zerschlagen. Wenn ihr uns dazu aufgefordert hättet, wir hätten es bestimmt getan. Hochwürden, Hören Sie, wenn Sie verhindern wollen, dass eine Revolution ausbricht, dann machen Sie diesen Boden frei. Pepone, ich rühre diese Madonna nicht an. Ich kenne sie schon seit meiner frühesten Jugend. Meine Mutter hat schon davor gebetet. Ihre Mutter übrigens auch. Hey, hören Sie, ich bin nicht von hier. Wenn Sie wollen, übernehme ich das. Ich lege ein Kabel drum und ziehe das Ding mit dem Wagen weg. Eine gute Idee. Kommen Sie rüber mit Ihrem Wagen. Kommt mit runter, fasst mit an. Wo ist das Kabel? Hinten im Wagen. Beeilen Sie sich! Vorwärts! Ruhe! Immer mit der Ruhe! Zurücktreten! Geht aus dem Weg! Verkauft mir, ich dürfte nicht tun! Wir haben doch die Erlaubnis der Kurie. Ihr habt den Monsignore gehört. Los! Zurück! Schnell links um die Mauer! So, jetzt schnell. Ja, hier ungefähr 1 Meter hoch. Ja. Gib her. Weiter, weiter! Weg hier! Verdammt nochmal, was wollt ihr eigentlich? Es ist ja schließlich euer Haus, was wir da bauen wollen. Es liegt ja im Interesse aller. Los, weiter! Weg da, Kamerade! Hey, nicht auf das Kabel. Wollt ihr unbedingt zerquetscht werden? Ach, mal durch. Die hat uns noch gefehlt. Zurück! Aufhören! Aufhören! Heilige Maria, Mutter Gottes. Sie bringt der Madonna immer Blumen, jeden Tag, schon seit 16 Jahren. Sie betet für ihren Sohn, der vermisst ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Sieh dir das an, die dreht sich nicht mal um. Desolina! Lass mich in Ruhe! Wer mich anrührt, dem schlage ich die Zähne aus dem Maul! Wir haben die Erlaubnis der Kurie! Desolina, bitte nimm Vernunft an. Wir wollen hier das Haus des Volkes für die Armen bauen. Der Bischof hat uns den Boden geschenkt. Begreif's doch! Lass dir nichts gefallen, Desolina. Zeig in den Kopf. Die ist gut. Da staunen Sie, was? Wir können jetzt keinen Rückzieher machen, allein schon wegen der Presse und den Fotografen. Ihr haltet mir die Leute zurück. Geh du davon! Pass auf, halte dich bereit! Entschuldige, Desolina, dass ich mir die Freiheit nehme, aber du willst es ja nicht anders. Lass mich los, rühr mich nicht an. Lass mich los. Weg da! Es kann losgehen, gib Gas! Ich danke dir, Herr. Danke, Madonna, danke, Madonna. Ich danke dir. Geh du nur auch schön in die Knie. Dafür auch.
In dieser Nacht konnte Pepone kein Auge zutun. Aber schließlich, gegen Morgen, hatte er eine Idee. Am darauffolgenden Tag arbeitete er sie gemeinsam mit dem Architekten und dem Maurermeister aus. Und gegen Abend wurde seine geniale Lösung, die alle zufriedenstellen sollte, dem Volk unterbreitet. Na, Monsignore, Herr Senator, mein Kompliment. Eine ausgezeichnete Lösung. Ihr Aufenthalt in Rom hat sich sehr günstig ausgewirkt auf Ihre Intelligenz. Danke. Sehr freundlich. Auf jeden Fall sind es jetzt keine 16 Wohnungen mehr, sondern nur noch 15. Nur nicht aufregen, lieber Senator. Für uns sind es nach wie vor 16 Wohnungen. Und eine davon ist sogar schon besetzt. Von der Madonna von Borghetto. Ja. Man muss schon sagen, ein einmaliger Fall. Die Zeitungen schrieben darüber und Rundfunk und Fernsehen verbreiteten die Sensation. Der Genosse Senator lenkt ein moralischer Sieg. In den Zeitungen der Rechten lachen sie sich eins ins Fäustchen über deinen moralischen Sieg. Wir haben dir eine Aufgabe anvertraut. Ich konnte mich nicht gegen ein Heer von alten Weibern stellen. Was? Aber selbstverständlich, Genosse. Lass mich nur machen. Ja, ich komme bald, aber erst muss ich noch was Privates in Ordnung bringen. Was heißt hier für die Partei? Für mich ist es jedenfalls wichtig. Ach was, ich war schon Kommunist, als du noch in den Windeln lagst. Du brauchst mir keine Lektion zu erteilen. Schon gut, mach's wie du willst. Hast du sowas schon gehört? Nein, Papa. Jetzt sage ich dir was. Du wirst dich nicht in der Kirche trauen lassen. Glaubst du, ich lass mir meinen Ruf restlos ruinieren? Ach, verdammter Bengel, ich könnte Aber nicht... Papa, es ist doch nicht wegen mir, nur wegen Rosetta. Sie hat sich ein weißes Kleid machen lassen. Das weiße Kleid kann sie auch auf dem Standesamt anziehen. Daran wird sie kein Mensch hindern. Sie möchte auch Orgel und... Ach, was Orgel? Da holen wir Latuga mit der Ziehharmonika. Ihr heiratet im Rathaus und damit basta. Du bist noch minderjährig und du brauchst meine Zustimmung. Ihr Vater hält zu Don Camillo. Er verlangt, dass wir uns kirchlich trauen lassen. Nicht wahr? Ja. Der Gotti? Mit dem komme ich schon klar. Los, verschwindet jetzt. Versucht ihn zu überreden. Raus. Wenn der Herr Senator schon in aller Öffentlichkeit klein beigeben musste, so wollte er doch wenigstens privat der starke Mann bleiben. Um Don Camillo machte er sich keine Sorgen. Er wusste ja, dass der mit dem Zug um 11:23 Uhr abreisen würde. Eine Ziviltrauung, haben Sie gesagt? Ja. Unglaublich, die erste Ziviltrauung und das in meiner Pfarrei. Nein, Herr, zermalmet werd ich Sie. Hallo? Rom? Ah, Sie sind's, mein Sohn. Nein, es geht mir gut. Sagen Sie dem Kardinal, dass ich morgen reise. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich gebe die genaue Zeit durch. Auf Wiedersehen, mein Sohn. Eine Ziviltrauung. Mein Gott, nun hört doch auf zu flennen. Ich habe mich ja noch gar nicht endgültig festgelegt. Ich habe ihm gesagt, dass ich es mir noch mal genau überlegen will. Du hättest klipp und klar Nein sagen müssen. Auch wenn er Senator ist, bleibt er für mich immer ein Exkommunizierter ohne Gott. Judas! Judas! Du machst also deine Tochter für lumpiges Geld zum Schandfleck des Dorfes. Bis jetzt habe ich weder Ja noch Nein gesagt. Monsignore, er wird Ja sagen. Pepone hat ihm den Straßenwärterposten versprochen. Monsignore, ich bin ein armer Tagelöhner ohne Geld, mit einem kaputten Bein. Schwere Arbeit kann ich nicht machen, aber leben muss man ja schließlich. Du stirbst auch einmal. Ja. Und da oben hat Pepone auch als Senator überhaupt keinen Einfluss. Monsignore, Sie versprechen mir einen Posten im Paradies und Pepone gibt mir einen in der Gemeinde. Wie wär's mit einer Tankstelle? Ich verschaffe sie dir in längstens 4 Tagen. Einverstanden? Ja, Monsignore, aber Pepone will morgen schon den Vertrag bringen, während Sie... Gib mir 4 Tage Zeit. Also, wenn es Gottes Wille ist. Lass den lieben Gott bei diesem Handel aus dem Spiel. Wie Sie wollen, Monsignore, wir sind uns einig. Hauptsache ist, dass du nicht umfällst. 4 Tage. Wein nicht, mein Kind. Auf Don Camillo können wir uns verlassen. Don Camillo machte sich eifrig ans Werk. Er telefonierte, er telegrafierte und verschickte Eilbriefe. Und als Pepone am nächsten Morgen zu Grotti kam, um ihm den Anstellungsvertrag zu bringen, erlebte er eine böse Überraschung. Da ist niemand zu Hause. Wo sind die denn? In Ferrara. Sie sind nach Ferrara gefahren. Ah, in Ferrara. Ja, ich verstehe. Danke. Eine ebenso böse Überraschung erwartete ihn zu Hause.
Das hast du dir fein ausgedacht. Du wolltest alles hinter meinem Rücken machen, um mich dann vor die vollendeten Tatsachen zu stellen. Aber du hast dich verrechnet. Du wirst heiraten wie dein Vater und deine Mutter. Du heiratest so, wie ich es bestimmt habe. Red doch nicht, als ob du es bestimmt hättest. Bestimmt haben es deine Parteifunktionäre. Weil für sie die Ehe nichts weiter als ein schlechter Witz ist, muss sie auch einer für die anderen werden. Und deshalb muss zuallererst der liebe Gott aus dem Spiel herausgelassen werden. Der liebe Gott stört dabei überhaupt nicht. Die verfluchten Pfaffen müssen aus dem Spiel heraus und du verteidigst sie. Ich verteidige die Pfaffen nicht. Ich verteidige die Ehe, die mir heilig ist. Und es kommt überhaupt nicht in Frage, dass ihr nur meinen Pfarrer zu ärgern meinen Sohn dazu zwingt, in wilder Ehe zu leben. Aha, da haben wir es. Das ist die Wirkung dieser verdammten klerikalen Propaganda. Die 4 Tage waren vorüber. Die Konzession für die Tankstelle war noch nicht eingetroffen und Grotti hatte Don Camillo wissen lassen, dass er nur noch bis Mitternacht warten würde. Don Camillo fühlte sich geschlagen. Den ganzen Vormittag hatte er ebenso sehnsüchtig wie vergeblich auf Post gewartet. Und weil er das Bedürfnis hatte, seine Nerven zu entspannen, ging er im Wald spazieren. Aber es war sehr heiß. Ein paar Schritte vom Weg war der Fluss. Er versprach Erfrischung und Kühle. Don Camillo war kein Heiliger. Es war noch nie seine Stärke gewesen, Versuchungen zu widerstehen. Und so entschloss er sich, um nicht vor Hitze zu zerfließen. O Herr, wer soll mich schon sehen? Zu dieser Stunde schlafen ja alle, selbst der Dämon. Der Dämon schlief vielleicht. Aber jemand anders war hellwach und ließ den Monsignore nicht aus den Augen. Die Nachricht ist bestätigt worden. Don Camillo hat Grotti eine Tankstelle versprochen. Dieser Schuft hat uns reingelegt und wir haben nichts Besseres anzubieten. Geben wir ihm doch einen Posten als Pförtner, bei dem er sitzen kann. Ob im Stehen oder Sitzen, eine Tankstelle wird er immer vorziehen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Die Konzession ist noch nicht da. Wenn sie bis heute Abend nicht angekommen ist, greifen wir uns Grotti und du hast das Spiel gewonnen. Wir müssen handeln. Bis heute Abend können wir nicht warten. Du kannst ganz beruhigt sein. Wir haben für alles vorgesorgt. Die Pfarrei und das Haus von Grotti werden überwacht. Und die Zelle Postamt steht in direkter Verbindung mit Smilzo. Ja, was ist? Ich komme von der Post. Die Konzession ist da, per Eilboten. Bist du sicher? Absolut sicher. Nach dem Absender auf dem Umschlag ist es ein amtliches Schreiben. Hat er es doch wieder mal geschafft. Das ist noch nicht gesagt. Wir brauchen nur zu verhindern, dass er vor morgen früh den Brief in die Hände bekommt. Man kann doch einen eingeschriebenen Eilbrief nicht blockieren. Außerdem ist der Postmeister einer von der Pfarrerbande. Dann wird der Pfarrer blockiert. Als ob das so einfach wäre. Genossen, seht mal her, was ich hier habe. Was ist das? Ich habe den Pfaffen matt gesetzt. Er schwimmt im Fluss, nur mit der Unterhose bekleidet. Ehe ich ihm das Zeug nicht zurückbringe, rührt er sich nicht von der Stelle. Eine Stunde lang lassen wir ihn zappeln. Dann sitzen wir wieder fest im Sattel. Hör zu, Smilzo. Du gehst jetzt zu Grotti. Er hat sich bestimmt zu Hause versteckt. Sag ihm, es wäre Don Camillo nicht gelungen, ihm eine Tankstelle zu besorgen. Und weil er sich schämt, wäre nach Rom zurückgefahren. Und dann sag ihm, ich biete ihm einen Posten als Oberpförtner der Gemeinde an. Bring ihn gleich mit, damit er hier unterschreiben kann. Weg! Hey, Walter! Walter, das Mädchen soll sich das weiße Kleid anziehen und in einer halben Stunde bist du mit ihr im Rathaus. In einer halben Stunde treffen wir uns im Rathaus wieder. Los, los, los. Na, das werden wir schaffen. Walter! Was bleibt mir denn anderes übrig, Mama? Ach du liebe Zeit, wo sind meine Sachen? Meine Sachen sind weg, das ist doch nicht möglich. Heiliger Antonius, der du nackt in der Wüste gestanden hast, bitte steh mir bei.
Entschuldige, dass ich mich in Unterhosen an dich wende, aber man hat mir meine Sachen geklaut. Als Sie mich ans Kreuz geschlagen haben, war ich nackter als du. Das waren noch andere Zeiten, Herr. Jesus, du, der du alles weißt, sag mir, wer hat es getan? Ich soll für dich spionieren, Don Camillo? Na schön, aber verlass dich darauf. Eines Tages kriege ich das schon raus. Bitte, Herr, gib mir einen Rat. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ich würde den Fluss überqueren bis zu der kleinen Kirche an der Anlegestelle und mir von Don Rigato eine Kutte leihen. Du hast gut reden. Du bist ja damals auf dem Wasser gewandelt. Aber ich kann nicht mal richtig schwimmen. Sei's drum, Herr. Wenn du mir garantierst, mit einer kleinen Pause auf dem Inselchen, schaffe ich's vielleicht. Ich wag's. Du musst mir aber ein bisschen beistehen, ja? Schön gleichmäßig, Don Camillo. Langsam. Du bist nicht mehr der Jüngste. Sonst geht dir die Puste aus. Ja, so ist's gut. Don Camillo! Don Camillo! Don Camillo! Hier! Don Camillo! Wer ist da? Ich bin's! Ah, die Frau Senatorin. Was wollen Sie? In diesem Bündel habe ich Ihre Kleider. Wollen Sie sie nicht wieder haben? Kommt auf den Preis an. Fragen Sie mich nicht, wie ich zu den Sachen gekommen bin. Bitte helfen Sie mir doch. Ich lasse mich von niemandem erpressen. Nein, Hochwürden, warten Sie einen Augenblick. Wo wollen Sie denn hin? Auf die andere Seite mir was zum Anziehen holen. Sind Sie wahnsinnig, Hochwürden? Das schaffen Sie doch nie. Die Strömung wird Sie wegreißen. Umso besser, dann trifft die Schuld den, der Schuld daran hat. Es war nicht mein Mann, ich schwöre es Ihnen. Er hat wirklich nichts davon gewusst. Don Camillo, kommen Sie zurück. Nein. Also dann nicht. Ich lasse Ihre Sachen hier liegen, Hochwürden. Ich wollte Sie nicht erpressen. Ich habe es meinem Walter getan. Mein Vater lässt Sie gerade im Rathaus trauen. Was? Ja. Fang schon mal an, die Gesetze vorzulesen. Ich kann Sie nicht trauen ohne die Zustimmung des Vaters. Und der Vater wird gleich hier sein. Smilzo sucht ihn ja schon. Wo zum Teufel hat er sich versteckt? Ich weiß nicht. Heute Morgen war er am Backofen, aber als Smilzo kam, ist er nicht mehr da gewesen. Vielleicht war es ihm da zu heiß. Na, ich werde ihn schon abkühlen. Also was ist, fängst du nun an oder nicht? Ich habe euch über eure Pflichten als Eheleute zu belehren. Dazu verlese ich die Artikel 143, 144 und 145 des ersten Bandes des bürgerlichen Gesetzbuches. Artikel 143. Beide Ehepartner sind verpflichtet, in häuslicher Gemeinschaft zu leben, sich gegenseitig Beistand zu leisten und einander die Treue zu halten. Dem Mann steht als Familienoberhaupt die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Insbesondere bestimmt er Wohnsitz und Wohnung. Artikel 144. Was wollt ihr? Ein Unglück, Herr Senator, draußen am Fluss, Don Camillo. Was ist mit Don Camillo passiert? Don Camillo wollte durch den Fluss schwimmen. Mehr weiß man nicht. Er muss seine Kleider verloren haben. Das hat ihn niemand mehr gesehen. Er ist verschwunden. Ja, am großen Damm. Mein Gott. Don Camillo ist im Fluss verschwunden. Holt sofort die Feuerwehr. Kommt alle mit. Alles zum Fluss. Lasst die Glocken läuten. Alles in die Rettungsboote. Wir müssen das ganze Stück zwischen dem großen Damm und der gegenüberliegenden Brücke absuchen. Walter, geh nach Haus, beeil dich. Du kommst auch mit, auf diese Weise lerne ich dich wenigstens kennen. Dichter an die Wasseroberfläche.
Erlauben Sie, was ist denn passiert? Ein Unglück? Ist jemand da drunten? Was ist? Don Camillo, er lebt! Beißt kein Fisch an? Don Camillo, Sie da, der Herr Senator. Na sowas. Sind Sie es wirklich, Don Camillo? Nein, nur mein Astralleib. Als ich am Ertrinken war, habe ich einen Brief erhalten. Die Ziviltrauung wird nicht stattfinden. Irrtum, Monsignore, die kirchliche Trauung wird nicht stattfinden. Mein Sohn ist noch minderjährig. Diese Geschichte von den Königskindern, die zusammen nicht kommen konnten, schien so auszugehen, dass es weder Sieger noch Besiegte gab. Don Camillo gab sich damit zufrieden, dass er wenigstens das Verbrechen einer Ziviltrauung verhindert hatte. Er konnte beruhigt abreisen. Aber wie das so ist, der Mensch denkt, Gott lenkt. Herein. Was führt euch zu mir? Monsignore, ich habe nochmal versucht, meinen Vater zu überreden. Aber da ist nichts zu machen. Er gibt seine Zustimmung nicht. Na wenn schon, das macht doch nichts. Wenn du volljährig bist, kannst du immer noch heiraten. Wir können aber nicht mehr warten, Monsignore. Wir müssen heiraten, und zwar sofort. So weit ist es also schon? Und ausgerechnet zu mir kommt ihr, um das zu beichten? Wem sollten wir es denn sonst beichten, Dr. Galuzzi? Nur Sie und ich wissen es. Es darf auch niemand erfahren. Lieber werfe ich mich vor den Zug, ehe ich diese Demütigung ertrage. Und wenn sie sich vor den Zug wirft, tue ich es auch. Gewiss doch. Redet keinen Unsinn. Das ist kein Unsinn. Was bleibt uns denn anderes übrig, wenn man uns weder in der Gemeinde noch in der Kirche trauen will? Hallo? Ja, am Apparat. Hallo, Don Cesare? Ja, ich bin's. Ich wollte Ihnen sagen, Sie können noch bleiben. Ich rufe wieder an. Nein, nur ein paar Tage noch. Ach, Rom kann noch warten. Ciao. Oh, Herr, ich bitte dich, richte deinen barmherzigen Blick auf uns. Wir befinden uns in deiner Hand, wir alle drei. Sozusagen 4. Verzeih mir, Herr. 4. Don Camillo hatte sich in die Hand des Herrn begeben. Als erstes bat er ihn, in aller Bescheidenheit, er möge doch die Rückkehr Pepones nach Rom beschleunigen. Er brauchte freie Hand, um den beiden jungen Leuten aus ihrer schwierigen Lage herauszuhelfen. Aber konnte der Herr einem Menschen wie Don Camillo freie Hand lassen? Herr, er hat erfahren, dass ich bleibe, und nun bleibt er auch. Und um für Rom eine Entschuldigung zu haben, weißt du, was er da gemacht hat? Er ist einfach zum Arzt gegangen, um sich einen Attest geben zu lassen. Aber ob er das kriegt, ist noch die Frage. Der lässt sich nämlich nichts vormachen, dieser Dr. Galuzzi. Besonders, wenn ihn jemand Bestimmtes davor gewarnt hat. Du hast natürlich deinen Attest schon in der Tasche, nicht wahr, Don Camillo? Du kannst dich ja nicht von hier wegrühren, weil du einen Hexenschuss hast. Stimmt's? Jedenfalls muss es sowas sein. Ist ja auch kein Wunder. 2 Stunden im kalten Wasser. Eieiei, aua. Furchtbar. Von hier bis runter. Nicht zum Aushalten. Wirklich. War es nicht das rechte Bein, Don Camillo? Bitte verzeih mir, Herr. Der Herr Senator spielte den Kranken auf recht drastische und unfeine Weise. Er hatte seine Erinnerungen an die Militärzeit ein bisschen abgestaubt und sich auf all diese uralten Tricks besonnen, die man anwenden kann, um das Fieber heraufzutreiben. Vom Tabak unter den Achseln bis zur siedend heißen Bouillon, in die man das Thermometer taucht. Aber auch Dr. Galuzzi war beim Militär gewesen. Geben Sie. Nein, nein, da nicht. Aha. Nein, da auch nicht. Weshalb nicht? Deshalb nicht. Wissen Sie, Herr Doktor, ich hatte da unten Schmerzen so in der Magengegend. Da habe ich gedacht, eine Wärmflasche hilft ein bisschen was. Was heißt es? Machen Sie den Mund auf. Machen Sie den Mund auf. Noch ein bisschen mehr. Zunge raus. Es ist ein Schweizer Thermometer. Politisches Fieber kann man damit leider nicht messen. Das haben Sie doch. Na, ich weiß doch Bescheid.
Seit 30 Jahren praktiziere ich nun schon hier. Ich habe alle eure kleinen und großen Wehwehchen kuriert. Da sollte man doch annehmen, dass ihr mich kennt. Trotzdem will ich euer Gedächtnis auffrischen. Der Unterzeichnete verpflichtet sich, keine Gefälligkeitsatteste auszustellen. Ist das klar? Was machen Sie denn da? Ah, das ist allerdings interessant. Einer von euren Leuten. Wieder mal so ein Fall von unsicheren Kantonisten. Wenn es ums Geld geht, ist es auf einmal aus mit dem ganzen Parteiidealismus. Von wem sprechen Sie denn? Wahrscheinlich von einem eurer Genossen. Er hat 10 Millionen Lire im Lotto gewonnen. Einer aus dem Dorf? Er behauptet natürlich, dass er nicht aus dem Dorf ist. Wer kann es ihm verdenken? Sonst müsste er ja ein Stück von dem Kuchen seiner Partei abgeben. Ich möchte nur wissen, warum das unbedingt einer von unseren Genossen sein muss. Weil der Lottozettel in der Mengo-Bar eingezahlt wurde. Da geht keiner rein, der nicht zu euch gehört, nicht mal um einen Kaffee zu trinken. Wenn er nun wirklich ein Fremder ist, wie es hier im Blatt steht. Ja, seht euch den Namen doch mal ein bisschen genauer an. Hier. Pepitus Pazzagutti. Selbst wenn er mir seinen Pass zeigt, glaube ich nicht, dass einer Pepitus Pazzagutti heißen kann. Tja, wenn die Dinge so stehen, bin ich natürlich dafür, dass sofort eine Untersuchung eingeleitet wird. Du auch, Genosse? Entlarven muss man ihn und eine ordentliche Tracht Prügel muss man im Kerker Und die Million setzen. muss er ausspucken. Aber klar, was? Einverstanden? Wollen wir doch mal sehen, wie es mit dem Fieber steht. Also, wenn ihr mich fragt, für mich existiert dieser Pepitus Pazzagutti nicht. Oh, verflucht noch mal, kaum zu glauben, 39,4 hat er. Er ist schwer krank. Pepone, das stimmt fast nicht. Wie eine Nähmaschine rattert der Puls. Pepone. Die sensationelle Nachricht vom großen Lottogewinn verbreitete sich wie ein Lauffeuer im ganzen Dorf. Das Geheimnis vom Genossenmillionär Pepitus Pazzagutti erregte alle Gemüter. Nur Don Camillo wurde nicht von diesem Goldrausch angesteckt. Was ihn viel mehr interessierte, war das Fieber von Pepone. Na, wie geht's deinem Vater? Immer noch 40? Das Fieber ist runtergegangen. 37,8. Na fein. Weißt du, diesen Moment der großen Schwäche, den sollte man ausnutzen. Wieso, haben Sie eine Idee? Einen bestimmten Plan? Noch nicht. Hab doch Geduld, mein Sohn. Ach, Geduld, Geduld, Sie haben gut reden. Rosetta isst schon nichts mehr. Und ich kann nicht mehr schlafen. Dann hättet ihr eben vorher mehr Geduld haben müssen. Versuch wenigstens weiterhin, deinen Vater zu überreden. Das ist völlig sinnlos, Don Camillo. Ja, ja. Da ist nichts zu machen. Er hat sich auch schon viel zu sehr in die Sache verbissen. Sie kennen ihn besser als ich. Sie wissen, was er für ein Dickkopf ist. Freiwillig gibt mein Vater nie nach. Um mich zu trösten, hat er mir die Werkstatt geschenkt, hat sie mir überschrieben. Sehen Sie, er lässt schon seinen Namen abnehmen. Ja, das sehe ich. Und meinen Namen hat er über der Tür anbringen lassen, in Neon. Aber ohne Rosetta, Monsignore, interessiert mich die Werkstatt überhaupt nicht mehr. Aber Monsignore, was machen Sie denn da? Sie machen sich ganz schmutzig. Monsignore. Auf Wiedersehen, wir unterhalten uns später noch. Der Pfarrer möchte dich sprechen, er wartet unten. Ich brauche keinen Pfarrer. Schick ihn zum Teufel. Na, schick ihn selbst hin. Er kommt gleich, Hochwürden. Monsignore, werde ich bitten. Entschuldigen Sie. Ich muss mich noch bei Ihnen bedanken wegen neulich Abend. Aber ich bitte Sie, Frau Senatorin, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Dazu ist immer noch Zeit. Das setzen wir später alles auf eine Rechnung, nicht? Guten Morgen, lieber Senator. Guten Morgen, Monsignore. Was wollen Sie denn hier? Ich tue meine Pflicht. Ich besuche die Kranken und Beladenen. Es geht mir ausgezeichnet. Aha. Und dem anonymen Genossen geht es dem auch ausgezeichnet? Was hat denn das nun wieder zu bedeuten? Spucken Sie es aus, Hochwürden. Was für ein Spiel spielen wir? Ein ganz neues Spielchen. Kennen Sie es schon? Drücken Sie sich deutlich aus, Hochwürden. Dieses Rätselraten gefällt mir nicht. Weil es Ihnen unangenehm ist. Aber Sie verstehen mich ganz genau, lieber Senator. Wo Sie doch Spezialist für Buchstabenrätsel sind. Nicht herschauen.
Fertig. Kratz den Pepone weg. Und was findest du? Den Pepito. Na, wenn schon. Im Lotto spielen ist ja schließlich kein Verbrechen. Spielen nicht, aber gewinnen. Wer für sein Geld nicht spitzt, ist ein schmutziger Kapitalist. Aber ich bitte Sie, Don Camillo, das hat doch mit Politik überhaupt nichts zu tun. Ja, Sie haben schon recht. Lieber 10 Millionen heute als morgen die Weltrevolution. Was für 10 Millionen meinen Sie denn? Alle machen schon solche Augen. Die kann ich mir doch nie abholen. Warum geben Sie nicht den Schein der Partei? Die kann sie doch für Sie kassieren, hm? Das geht die Partei nichts an. So. Das Geld habe ich gewonnen und es gehört mir. Tja, man müsste es nur abholen können. Aber vielleicht tut es ein anderer für Sie. Oh ja, wem kann man denn schon trauen? Oh, bei mir können Sie beruhigt sein. Sie? Sie würden... Warum nicht? Aber Sie wissen ja, Priester geben nichts für nichts. Nie. Hier schreiben Sie. Ja, dahin. Als Gegenleistung geben Sie mir eine Erklärung. Also schreiben Sie Folgendes. Ich, der Unterzeichnete Giuseppe Bottazzi und so weiter, erlaube meinem minderjährigen Sohn Walter, sich nach dem Ritus der Heiligen Römischen Kirche trauen zu lassen. Ich denke überhaupt nicht dran. Ich will doch nicht im allgemeinen Hohngelächter untergehen. Aber einen armen Priester hätten Sie untergehen lassen. Im Gelächter der Allgemeinheit und im Fluss. Nein, die Idee war nicht von mir. Ich schwör's Ihnen. Von wem dann? Ich bin kein Spion für den Vatikan. Lassen wir das. Das rechnen wir mal gesondert ab. Schreiben Sie mir jetzt die Erklärung. Na los, Mut, Senator. Aber ich habe doch Nein gesagt. Immer mit der Ruhe, nicht aufregen. Es springt doch für uns beide was heraus. Wir bringen die Schäfchen des Senators ins Trockene und vorher retten wir die Schäfchen des Herrn. Also, vorwärts, überlegen Sie nicht lange. Nun beeilen Sie sich doch aber, unterschreiben Sie ja nicht Pepito Spazzegutti. Am Tag darauf machte Don Camillo eine kleine Reise in die Provinzhauptstadt, wo sich die Lottozentrale befand. Er kam mit dem letzten Zug zurück. Heimlich und verstohlen, könnte man beinahe sagen. Unter seinem Mantel verbarg er einen ziemlich schweren Koffer. Maria, er ist da. Hat er das Zeichen gegeben? Ja, er hat es gegeben. Hör zu, Maria. Erlaube mir, dass ich der Partei 1 Million gebe. Anonym natürlich. Das würde mein Gewissen beruhigen. Ah, nein. Nicht 1 Lira. Andernfalls hast du mich auf deinen Gewissen. Mein Gott, was ist schon 1 Million? Ich bitte dich, bei 10 Millionen. Du untersteh dich nicht. 1 Lira rückst du raus. Herr, ich würde mir nie erlauben, dir Vorwürfe zu machen. Aber muss das sein, so viel Gnade Gottes ausgerechnet in die Hände von Pepone? Beschwer dich beim Lotto, Don Camillo. Haben Sie das Geld? Hat Sie auch niemand gesehen? Sind Sie sicher, dass Ihnen niemand nachspioniert hat? Nein? $10 Millionen. Jetzt zittern ja die Hände, mein Sohn. Na, wundert Sie das? Bei so viel Geld, so viel habe ich ja noch nie auf einen Haufen gesehen. 10 Millionen. Ein paar Pakete bedrucktes Papier. Kann morgen schon alles wertlos sein. Da haben Sie eigentlich recht. Man müsste sofort investieren. Vielleicht kaufe ich mir einen bescheidenen Bauernhof. Kommt nicht in Frage. Der Boden dem Bauern. Oh nein, das verbietet dir dein Gewissen. Na ja, dann eben Gold. Gold kann man ja kaufen. Gold verliert seinen Wert nie. Ja, aber wenn ihr Revolution macht, dann wird auch das kassiert. Tja, dann muss ich es eben im Ausland anlegen. Im Ausland? Aha. Ja, aber wo? Oh. In Amerika vielleicht? Ah ja, in...
Ach, lassen wir das doch jetzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Also jetzt nehmen Sie Ihr Zeug und gehen Sie damit nach Hause. Aber vergessen Sie nicht, den Koffer zurückzubringen. Der gehört nämlich mir. Nein, nein. Nein, lieber nicht. Um diese Zeit traue ich mich nicht damit über die Straße. Ich bin schon ganz durcheinander. Behalten Sie ihn bitte hier. Morgen früh sprechen wir dann in Ruhe über alles, ja? Wie Sie wollen. Was ich noch sagen wollte, Sie verstecken ihn doch. Also gut, ich verstecke ihn. Alles, was Sie wollen. Jetzt aber raus mit Ihnen. Gute Nacht. Nein, Moment. Ich möchte noch wissen, wo Sie ihn verstecken. In einem Schrankkoffer auf dem Speicher. Gut. Nein, tun Sie ihn lieber in Ihre Militärkiste. Mit Vorlegeschloss. Mit Vorlegeschloss, gute Nacht. Ach, angenehm. Danke, danke. Was ist? Was ist passiert? Wer ist da? Wir sind's, Hochwürden. Ach, würden Sie uns bitte einen Augenblick aufmachen? Warum? Was wollt ihr? Meine Frau möchte zu gern mal sehen, wie 10 Millionen aussehen. Ist doch verständlich, nicht? Um 1:30 Uhr nachts? Wissen Sie, sie konnte einfach nicht einschlafen, da ja und da. Ich habe wunderbar einschlafen können. Ich komme gleich. Die Neugierde der Senatorin wurde befriedigt. Aber das Schicksal wollte, dass Don Camillo in dieser Nacht fast gar nicht zum Schlafen kam. Das ist Don Camillos Arsenal, die berühmte Kiste, in der er die kleinen Erinnerungen an seine Militärzeit verwahrt. Um Mitternacht willst du deine Millionen nicht. Um 1:30 zeigst du sie deiner Frau. Um 3 kommst du, um sie abzuholen. Du störst mich 3-mal in einer Nacht. Und was hast du um 5 vor? Willst du sie dann zurückbringen? Ach, Sie müssen das verstehen. Meine Frau hat da plötzlich einen Vogel bekommen und da hatte ich keine Ruhe mehr. Was für ein Vogel? Na ja, wie Frauen eben so sind. Die machen sich über alles Gedanken. Nehmen wir mal an, entschuldigen Sie, Hochwürden, es trifft Sie der Schlag. Das könnte ja sein. Wie soll ich dann beweisen, dass das Geld mir gehört? Verstehen Sie? Hier, nimm dein Geld und verschwinde. Raus mit dir. Und tu mir den Gefallen, mir nicht nochmal gute Nacht zu wünschen. Guten Morgen, Monsignore. Die Tür. Oh. Hast du dafür Worte? Wie ein paar Millionen wirken? Auf Kommunisten? Das Geld ist leicht verachtet, Don Camillo, wenn man Priester ist. Ich möchte dich mal sehen mit einer Frau und 6 Kindern. Du liebe Zeit, ich? Davor hast du mich bewahrt. Jesus, meine Jugend. Don Camillo, was hast du mit dieser Fotografie vor? Nichts, Herr. Nichts. Vorsicht, Monsignore. Oh. Man war übereingekommen, dass Pepones Sohn zuerst in der Kirche und dann im Rathaus getraut wurde. Auf diese Weise wurden alle Schäfchen gerettet. Die des Herrn und die des Senators. Gibt's was? Nichts, wir haben alles unter Kontrolle. Die Sache kann planmäßig ablaufen. Wunderbar. Ciao! Ciao! Nino, das genügt, wenn du jetzt hier allein wach hältst. Einer reicht. Stellst dich am besten dahin. Die kleine Kirche von San Lucio stand alt und baufällig 3 Kilometer vom Dorf entfernt am Ufer des großen Flusses. Man hatte sie dorthin gebaut, weil man hoffte, dass San Lucio, um keine nassen Füße zu bekommen, das Wasser zurückhalten würde. Einmal im Jahr fand hier eine Messe statt. Man gelangte zu der Kirche durch den großen Pappelwald jenseits des Hauptdammes.
Du ziehst dich da in der Ecke um. Ja, Papa. Komm, Shazira. Da drin, beeilt euch. Lass das Fahrrad los. Lass das Ich Fahrrad brauche los. es, hörst du? Ich Verdammt brauche das nochmal, Fahrrad. Ich hab muss zur gesagt, Arbeit du sollst das fahren, Fahrrad verstanden? loslassen. Ich habe dir gesagt, dass ich es heute brauche. Geh nach Hause und kümmere dich um die Kinder. Alter damit, Bauernstoffel, hörst du? ich Her behalte damit. das Fahrrad und damit basta. Hau ab. Was ist denn? Okay, Genosse. Im Umkreis von 4 Kilometern keine Spur von einem Reaktionär. Und dein Mann? Das ist der schlimmste von allen, aber der zählt ja Na, nicht. denkst du? Wehe, der sagt ein Sterbenswörtchen, dann kennt er sich nicht wieder. Wirf ihn in den Graben. Dass ich auch ausgerechnet einen Bauern heiraten musste. Komm du mir nur nach Hause, weg! Jetzt hab ich aber genug, hau ab! Gisela! Gisela! In weißem Kleid und im Schleier? Das dürfte wohl nicht das Richtige sein. Was haben Sie dagegen, Monsignore? Ihr wisst doch selbst, wie es mit euch steht. Monsignore, wenn wir nicht zu einer Notlüge gegriffen hätten, hätten Sie sich nicht so für uns eingesetzt. Hat man dafür Worte? So eine Heuchlerbande. Und ich reiße mir die Beine aus, weil ich glaube, ihr könnt nicht mehr warten. Das stimmt. Wir konnten auch nicht mehr warten. Und warum nicht? Weil wir uns lieben, Monsignore. Pepone! Ja! Kommen Sie. Ach, lass mich in Ruhe. Verdammt nochmal, was will er denn von mir? So, das wär's. Jetzt brauchen wir noch einen Ministranten. Ohne den geht's nicht. Mir furchtbar leid, Don Camillo, aber die Kommunistische Partei hat keine Abteilung für die Ausbildung von Ministranten. Bitten Sie einen von Ihren Leuten, seine Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Ich muss Sie enttäuschen, Monsignor, aber von meinen Leuten ist nie einer Ministrant gewesen. Nein, nein. Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen. Und dieser Ministrant zum Beispiel? Das kommt nicht in Frage. Selbst nicht, wenn ich dieses Foto, anstatt es der Presse anzuvertrauen, nach Beendigung der Messe dem schenke, der darauf abgebildet ist? Ah, Don Camillo, Sie sind der abscheulichste Erpresser, den es auf der Welt gibt. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen, nur das nicht. Dann sagen Sie mir, wer mir neulich am Fluss meine Kleider weggenommen hat, Herr Senator. Wo sind Wein und Glöckchen? Im Koffer. Was machen wir jetzt? Du bleibst mit Gisela hier draußen auf Wache. Gut. Ihr drei kommt mit mir in die Kirche. Ist in Ordnung. Botazzi, Walter, begehrst du die hier anwesende Grotti Rosetta zur rechtmäßig dir angetrauten Frau nach dem Ritus der Heiligen Mutterkirche? Ja. Grotti Rosetta, begehrst du den hier anwesenden Botazzi Walter zum rechtmäßig dir angetrauten Mann nach dem Ritus der Heiligen Mutterkirche? Ja. Die Zeugen haben es gehört? Ja, ja. Reicht euch die rechte Hand.
Ego conjugo vos in matrimonium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Es war ein strahlender Sommermorgen. Der große Strom floss ruhig zwischen den Feldern dahin. Die Pappeln erzählten ihm unglaubliche, aber wahre Geschichten. Die Gnade Gottes leuchte über eurem Haus und halte alles Unglück von euch fern. Gott bewahre und schütze euch vor Zwietracht, Armut und Krankheit. Vor allem jedoch möge er euch schützen vor dem unheilvollen Einfluss eurer verblendeten Väter. Helft ihnen, ihre Sünden zu bereuen. Legt täglich ein kleines Gebet an den Barmherzigen im Himmel für sie ein. Wir bitten dich, Herr, gib ihren nichtsnützigen Köpfen Verstand. Also geschehe es. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Die Freude, die Don Camillo empfand, als er die christliche Verbindung der beiden jungen Leute segnete, minderte beträchtlich den Abschiedsschmerz am Ende dieser schönen Ferien und löschte die Gewissensbisse aus über die etwas unorthodoxen Methoden, mit denen er sie verlängert hatte. Jetzt hatte er leider keine Ausflüchte mehr. Er konnte die Abreise nicht eine Stunde länger aufschieben. Ja, Signorina. Ja, Sie haben richtig verstanden. Cesare Salvi. Aber dringend. Danke. Erwarte Sie mit nächstem Zug zurück. Seine Eminenz, Tourette, Borgus und Spiritu 3. Was ist? Wer bist du? Ah, Maraska. Ich habe dich nicht wiedererkannt. Das macht nichts. Ich kenne mich ja selbst nicht wieder. Was ist denn los mit dir? Ich mag nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus. Ich bringe sie um. Und anschließend werde ich mich umbringen. Momentchen, Moment mal. Immer eins nach dem anderen. Jetzt sag mir erst mal, wen du umbringen willst. Meine Frau. Ach, Gisella, das ist ein politisches Verbrechen. Da gibt es mildernde Umstände. Ich kann einfach nicht mehr. Wenn Sie mir nicht helfen, Hochwürden, passiert ein Unglück. Ich wüsste nicht, wie ich dir helfen sollte. Tja, ich weiß auch nicht, aber schließlich haben Sie uns doch getraut. Richtig, aber ich lehne jede Verantwortung ab. Sprechen Sie mit ihr. Vielleicht können Sie sie überzeugen. Ha, überzeugen, wenn ich sowas schon höre. Mein Sohn, du verschwendest deine Zeit. Der Koffer ist gepackt, ich fahre in einer Stunde. Monsignore, die verdammte Politik hat sie mir verdorben. Früher war sie nicht so. Sie haben sie ja gekannt. Sie war ein tüchtiges Mädchen, fleißig und sehr häuslich. Und was habe ich jetzt? Schauen Sie mal raus. Schauen Sie. Sehen Sie sich das an, Hochwürden? Was sagen Sie dazu? Ist das vielleicht eine Frau? Dafür bin ich nicht zuständig, mein Lieber. Nein. So sieht sie immer aus. Und immer unterwegs. Sie klebt Plakate an, muss zu Versammlungen, zu irgendeiner Demonstration gegen die Neofaschisten oder zum Fluss, um jemanden die Kleider ihre Kleider zu stehlen. Was? Hochwürden, was machen Sie da? Don Camillo. Oh Herr, es sind winzige Kügelchen. Vollkommen harmlos. Bloß Spatzenschrot. Nicht gefährlich. Wirklich. Don Camillo. Vielen Dank, Herr. Was ist denn los mit Ihnen? Wieso? Gar nichts? Absolut nichts? Also, Monsignore, ich gehe jetzt zur Post und gebe Ihr Telegramm auf. Dann komme ich mit dem Dreirad zurück und bringe Ihre Sachen zum Bahnhof. Ich hab's mir anders überlegt. Ich fahre nicht. Ein Glück, dass Don Camillo seine Abreise verschoben hatte. Am nächsten Morgen erregte eine böse Nachricht die Dorfbewohner. Da war eine mäßigende und ausgleichende Autorität wie die seine durchaus vonnöten. Stellt euch vor, im Morgengrauen im Walde gefunden. Ja, zwischen 4 und 5.
Kurz bevor es hell wurde, in einem Gebüsch in der Nähe der Wegkreuzung im Pappelwald. Der kleine Ugolini fuhr mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da hörte er etwas wimmern im Gebüsch. Er ist dem Geräusch nachgegangen und hat sie gefunden. Diesem Ugolini kam das nicht ganz geheuer vor. Da ist er schnell ins Dorf zurückgefahren und hat ein paar Leute geholt. Diese Hunde haben ihr einen Sack über den Kopf gestülpt und sie an Armen und Händen gefesselt. Und sag doch endlich mal, wen eigentlich? Gisella, die Frau von Maraska. Ach, die. Ja, die Superkommunistin. Ein politischer Racheakt, ist doch ganz klar. Sie soll in einer Blutlache gelegen haben, stimmt das? Oh, die hat ja einen ganz blutigen Hintern. Männige, pass auf, dass du nicht am Sattel kleben bleibst. Feige Bande, mit einer wehrlosen Frau sowas anzustellen. Tja, Herr Senator, das ist alles, was wir tun konnten. Wir haben sämtliche Beweisstücke gesammelt, hier sind sie, und haben sie genau untersucht, Millimeter für Millimeter. Nichts zu finden, keine Spuren, keine Indizien. Aber wir haben sofort nach Parma telefoniert. Und seit 2 Stunden ist ein Spezialist der Kriminalabteilung hier, ein ausgesprochener Spezialist für einen Fall wie diesen. Sie verstehen. Mhm. Er hat das Opfer untersucht. Und hier ist sein Bericht. Lesen Sie. Na, hören Sie mal, Mandelentzündung? Was haben denn die Mandeln damit zu tun, Was hätte er sonst finden sollen, Herr Senator? Erstens war sagen wir, der betroffene Teil der jungen Frau schon von ihr mit Benzin und Fleckenwasser behandelt worden. Und zweitens, lieber Herr Senator, handelt es sich hier nicht um einen Maler, der, wie das sonst üblich ist, sein fertig gemaltes Bild signiert hat. Aber Sie können ganz beruhigt sein, wir werden alles tun, was in unserer Kraft steht, um diese schandbare Tat aufzuklären. Schandbare Tat? Verbrechen, müssen Sie sagen. Aber seien wir doch objektiv, lieber Senator. Ein paar Streifen aus rotem Lack, das ist doch... Das Volk der Arbeiter lässt sich nicht ungestraft rot lackieren, weder von vorne noch von hinten. Verstehen Sie, Herr Polizeivorsteher? Es war eine äußerst ernste Angelegenheit. Aber leider fanden sie die Leute sehr erheiternd. Sie hielten sich die Bäuche vor Lachen und machten schadenfrohe Witze über das Missgeschick der Genossin Gisella. Je mehr die Leute lachten, umso mehr erbosten sich Peppone und seine Genossen. Sie sahen nur noch rot und in den unschuldigsten Dingen eine unverschämte Provokation. Hey du, worauf spielst du an mit der roten Farbe? Du willst uns provozieren? Ist doch nur was gegen Rost. Provozieren willst du Schwein? Hilfe. Stimmt's? Hilfe. Gib's ihm doch! Es kam zu wilden Schlägereien. Aber der Urheber des Attentats auf Gisella blieb weiter im Verborgenen. Haut ab! Diese Schande können wir nicht auf uns sitzen lassen. Genug mit dem Geschwätz, hier muss durchgegriffen werden. Botazzi kann sich jetzt nicht mehr drücken. Soll ich euch mal was sagen? Ich werde jetzt zuschlagen, auf eigene Faust, auch gegen seinen Willen. Ich auch. So weit darf es nicht gehen mit der Entspannung. Ganz recht, wenn der sich in Rom hat weich kriegen lassen, umso schlimmer für ihn. Psst, da kommt er. Peppone wusste nicht mehr ein noch aus. Er spürte, wie er von Stunde zu Stunde an Achtung verlor und in den Augen seiner Genossen sank. Und genau das war der Grund zu seinem Entschluss. Liebe Genossen, das Maß ist voll. Wenn die eine Kraftprobe haben wollen, sollen sie haben. Rom ist Rom und wir sind wir. Bravo, richtig, bravo. Vorwärts. Na, vorwärts. Raus, beeil dich doch schon. Du, komm hierher. Jetzt dran. Mach doch schon. Beeil dich. Hier ist Lisa. Nimm das. Aber gut festhalten. Gut.
Generalstreik in der Kirche, was heißt das? Warum denn? Steht die Kirche vielleicht nicht im Dienst der Öffentlichkeit? An diese Kirche kommt diese Schmiererei nicht. Verschwinde und lass dich ja nicht wieder hier blicken. Weg! Oh. Herr, wie kann es nur so weit kommen, dass zivilisierte Menschen sich zu so schändlichem Tun hinreißen lassen? Und das alles nur wegen so eines törichten Wesens? Du hast schon recht, Don Camillo. Aber glaubst du nicht auch, dass derjenige, der dieses Wesen auf so plumpe Weise bestraft hat, nicht noch törichter war? Dieses Brett können Sie sich vor den Kopf nageln, dann haben Sie Ihren Generalstreik. Aber, Monsignore... Sind Sie wahnsinnig? Das ganze Dorf aufzuputschen, nur weil sich jemand einen kleinen, harmlosen Scherz erlaubt hat. Für so humorlos hätte ich Sie nicht gehalten, Herr Senator. Humorlos ist derjenige, der Gisela rot angemalt hat. Der Betreffende hat das ganz offensichtlich mit der Absicht getan, die Arbeiterklasse zu schmähen. Herr Senator, würden Sie den Streik abblasen, wenn Sie erfahren würden, dass diese Bemalung mit Politik überhaupt nichts zu tun hat? Sie waren es. Herr Senator, ich bin Priester. Ich bin kein Kunstmaler. Irgendwas haben Sie damit zu tun. Ich habe ihr nur einen Sack über den Kopf gestülpt, sie ein bisschen eingeschnürt und in das Gebüsch gebracht. Und dann bin ich meines Wegs gegangen. Und wer war in dem Gebüsch? Ein armer Unterdrückter, der viel zu leiden hat. Wer? Der Mann von Gisela. Dieser dreckige, verdammte Reaktionär. Mit Schimpf und Schande werden wir ihn überhäufen, zermalmen. Und mit welchem Recht? Das ist eine reine Privatangelegenheit zwischen Mann und Frau und keine Sache der Partei. Ein Mann, der das seiner Frau antut, ist ein Verbrecher. Lächerlich hat er sie gemacht. Die arme Person wagt sich ja gar nicht mehr aus dem Haus. Das wollte der Mann damit erreichen. Aha, der Mann. Aber Sie sind nicht der Mann. Oh nein, das wollte Gott. Na also. Ich wollte nur etwas tun für die abstrakte Malerei. Das kann nur Rum sein. Ist für Sie. Gehen Sie lieber nicht ran. Ich habe mein Telefon einfach abgeschaltet. Ich öffne nicht mal die Telegramme. Gehen Sie doch bitte für mich ran. Tun Sie mir bitte den Gefallen. Sagen Sie, ich bin nicht da. Hm? Hallo? Hallo, ja? Hier bei Botazzi, ja? Tja, tut mir leid, der Genosse... Nein, Genosse. Oh, ja. Ich glaube, die wollen Ihnen den Lenin-Preis verleihen. Wissen Sie, für die Entspannung. Hm? Oh, hallo. Ja, ich bin's. Ich komme gerade zur Tür rein. Also hör mal zu, Genosse. Ich werde dir das erklären. Das mit dem Streik. Ja, deinen Brief habe ich erhalten. Also weißt du, ich konnte hier einfach nicht weg. War nichts zu machen. An den Haaren haben sie mich zurückgezerrt. Du weißt, die Entspannung. Ach, hör mir doch auf mit der Entspannung. Der Streik muss weitergehen. Die aktive Protestaktion muss intensiviert werden. Sehr zufrieden mit dir und deiner Durchschlagskraft. Bravo, Botazzi. Die alte Garde steht unerschütterlich. Wir rechnen mit dir, ist das klar? Wir haben uns verstanden. Monsignore, ich will Sie nicht mehr aufhalten. Auf Wiedersehen. Die Politik ist ein Spiel des Zufalls, in dem nichts vorauszusehen und in dem alles möglich ist. Auf Wiedersehen. Von einer Minute zur anderen war etwas Neues eingetreten. Die Luft war völlig verändert. Ein Orkan war plötzlich ausgebrochen und raste mit erschreckender Gewalt von Nord nach Süd über ganz Italien. Der Wirbel erfasste auch das Dorf von Don Camillo. Ausschreitungen in Genua. Extraausgabe. Arbeiteraufstand in Rom. Pepone hatte eine fliegende Einsatztruppe zusammengestellt, die er je nach Bedarf hierhin oder dorthin schicken konnte. Damit sie ständig geschlossen und beweglich war, ohne allzu sehr als politisch ins Auge zu fallen, nannte er sie athletische Jugend und ließ sie wie eine Sportmannschaft einkleiden. Rom. Sonderabteilungen der Polizei mussten mit Wasserwerfern einschreiten, um die Menge im Anschluss an die blutigen Ausschreitungen in Genua zu zerstreuen. Schwere Tumulte brachen vor allem in den Straßen des Arbeiterviertels San Paolo aus.
Zahlreiche Verhaftungen wurden vorgenommen und leider sind auf beiden Seiten Verletzte zu beklagen. Erst am späten Nachmittag konnte die Ordnung als völlig wiederhergestellt bezeichnet werden. Wie wir jedoch soeben erfahren, kam es auch andernorts zu Unruhen. In Reggio Emilia ereigneten sich äußerst heftige Zusammenstöße der Demonstranten mit der Polizei. Am Morgen waren sie zu 15 in die Stadt abgefahren. Als sie am Abend zurückkehrten, waren sie nur noch 14. Übermorgen Nachmittag um 4 werden wir ihn feierlich zu Grabe tragen. Ich will Fahnen sehen aus allen Fenstern mit Trauerflor. Außerdem wünsche ich, dass während der ganzen Dauer des Trauerzuges die Totenglocken geläutet werden. Einverstanden? Einverstanden. Morgen wird der ermordete Junge gebracht. Sobald Sie den Auftrag erhalten, läuten Sie die Totenglocken. Und zwar so lange, bis wir Ihnen sagen, dass Sie aufhören können. Wenn der Leichenzug auf die Piazza kommt, werden Sie sich genau wie die anderen verhalten und Ihren Laden während der Trauerfeier schließen. Ich bin nicht befugt, die Glocken zu läuten für Tote, die nicht Halt machen in der Kirche. Wenn ihr keinen Priester haben wollt, bekommt ihr auch keine Glocken. Das De Profundis ist ihm schon gesungen worden. Von den MGs Ihrer Verbündeten. Ich habe keine Verbündeten. Wenn Sie sich weigern, die Glocken zu läuten, beleidigen Sie den Toten. Wenn ihr die Toten ohne Priester begrabt, beleidigt ihr Gott. Sie stellen sich also auf die Seite der Mörder. Ich stelle mich auf die Seite Gottes. Herr Monsignore, Sie scheinen sich der Lage nicht voll bewusst zu sein. Die Freunde des Toten sind schwer zu behandelte junge Männer und ich weiß nicht, ob wir sie daran hindern können, die Glocken selbst zu läuten. Macht euch darüber keine Sorgen, ich bin auch noch da. Kommt. Er hat sich verbarrikadiert. Und wir werden die Festung stürmen. Die Jungs sind bereit. Es wird auch ohne seine Glocken gehen. Aber ich schwör's euch, eine Totenglocke läutet morgen. Der Junge hat es sich gewünscht, also läutet sie. Ruft doch mal, ruft die Tocci an. Ihr Schwager hat eine Gießerei irgendwo in der Gegend von Modena. Sag ihr, wir brauchen sofort eine Glocke so groß wie ein Haus. Soll sie uns besorgen. Was brauchen wir Kirchenglocken? Wir besorgen uns selbst welche. Auch das Volk soll seine Glocke haben. Von jetzt an werden wir das Volk mit unserer eigenen Glocke zur Versammlung aufrufen, um seine Siege zu feiern, vor Gefahren zu warnen und um seinen Toten die letzte Ehre zu erweisen. Und auf diese Weise brechen wir das Glockenmonopol der Kirche. Wir können eine bekommen, eine ziemlich groß eingeplatzter Auftrag. Sie machen uns einen Sonderpreis, kostet aber trotzdem noch einen Haufen Geld und wir haben nicht viel in der Kasse. Ach, macht nichts. Ich lege gerne 1 Million drauf. Kauf sie. Hallo, ist gut, wir nehmen die Glocke. Morgen wird die Glocke läuten. Für die Toten und für die Lebenden.
Wie kriegen wir die denn nur da oben rauf? Wir werden sie in 3 Stufen raufziehen. 3 Stufen, wie der Sputnik. Sputnik, ja. Das ist ja fabelhaft. Sputnik. Das ist der Name, den wir unserer Glocke geben werden. Hey, kann ich mich darauf verlassen, dass die Glocke morgen früh oben ist? Na klar, Herr Senator. Lassen Sie uns nur machen. Sie können ganz beruhigt schlafen. Merkwürdige Schatten huschten in dieser Nacht über die Piazza. Seltsame und verdächtige Geräusche ertönten. Waren es Diebe? Aber was hätten sie schon stehlen können auf einem Platz, auf dem nichts als eine Glocke stand? Am nächsten Morgen stand die Glocke noch auf ihrem Platz. Aber es waren wirklich Diebe da gewesen. Sie hatten auch etwas mitgenommen. Na, sagt mal, wo ist denn der Glockenschwengel? Der hängt natürlich drin. Ich sehe keinen. Ach, das gibt's ja gar nicht. Den sieht man noch nicht. Der hängt da Siehst drin du im ihn? Dunkeln. Den kann man nicht erkennen, aber es kommt mir nicht so vor. Nein, er ist nicht da. Nein. Wo ist der Schwingel? Ja, wo ist der Schwingel? Geht weg da, es kann gefährlich werden. Der Glockenschwengel fehlt. Wo ist der? Vorsicht! Um ein Haar wäre ich runter. Danke, gratuliere. Das habt ihr großartig gemacht. Hervorragend, wirklich. Wo ist der Organisator, Senator Potazzi? Stimmt, wo ist der? Ach, du liebe Zeit. Senator, hallo, Senator, Genosse! Wer ist unter der Glocke? Unter der Glocke? Schnell Werkzeug her, Hammer, Hebel, egal! Beeilt euch auf! Schnell! Pepone! Pepone! Platz da! Gib her! So, schieb runter! Die Keile her! Los, Keile her! Feste! Und hier haben wir noch einen Pfahl! Los! Platz da! Gib nach! Gut so. Und jetzt die Keile drunter. Schnell! Ja. Die Keile drunter. Die Keile! So. Pepone! Sind Sie doch ganz? Ich glaube schon. Na, dann kommen Sie raus. Also, der Schwingel ist jedenfalls nicht drin. Ich an Ihrer Stelle würde Gott danken, dass er nicht drin war. Komm, jetzt zieh dich raus. Komm. Tut dir was weh? Nein, ist schon gut. Hab mir nur den Kopf ein bisschen angeschlagen, aber das macht nichts. Los, versucht's nochmal! Hoch mit der Glocke! Vorwärts, wir haben keine Zeit zu verlieren! Vorwärts, weit euch! Der Schwingel tauchte ebenso geheimnisvoll wieder auf, wie er verschwunden war. Vielleicht hatte es der Dieb bereut. Oder hatte er vielleicht schon früher als die anderen bemerkt, dass die Glocke ganz gleich ob mit oder ohne Schwengel nichts taugte? Wahrscheinlich hat sie einen Knacks gekriegt beim Aufprall. Also wenn Sie mich fragen, Senator, den Knacks hat sie von Ihnen, von Ihrem Schädel. Da kann man halt nichts machen. Seine Glocke hat der Junge morgen jedenfalls. Der Klang ist zwar nicht mehr schön, aber er wird sich schon mit dem guten Willen begnügen. Herr, lass deine Gnade walten und nimm ihn trotzdem auf in den Himmel. Sterbend hat er noch gebeten um Glockengeläut.
Das ist, als ob er gerufen hätte nach der Stimme Gottes. Lass dich nicht ablenken, Don Camillo, sonst kommst du aus dem Takt. Treffen mit einem Ass und 2 Karten. Na klar, die 2 ist schon durch, aber Ach, reden Sie doch nicht. Die hab ich Hans doch. hat kopiert, Pech gehabt. Von wegen Pech, du willst verlieren. Wenn wir das machen, spielen wir die Ass los. Stattdessen haben Sie sich selbst ausgespielt. Bedanken Sie sich, wenn ich Sie müssen sich bedanken. Sie haben das Spiel selbst verbaut. Einen Stick in der Hand und legt ihn nicht raus. Ruhe! Seien Sie doch mal ruhig! Es ist meine Schuld, dass ich mit euch spiele. Dass ich mit Leuten spiele, die nichts davon verstehen. Sie können ja nicht mal mischen. Sie können ja nur mogeln. Da wird ich... Oh. Was für eine freudige Überraschung. Aber sagen Sie, wie haben Sie es angestellt, mich hier zu finden? In der Pfarrei hat man mir gesagt, dass Sie in diese Richtung auf den Fluss zu spazieren gegangen wären. Und als ich auf der Brücke war, da habe ich Ihre Stimme gehört. Aha. Oh, Sie haben aber gute Ohren. Von hier bis zur Brücke ist fast 1 Kilometer. Ich würde eher sagen, Monsignore hat eine gute Stimme. Auf Wiedersehen, meine Söhne. Wiedersehen, Monsignore. Na, der wird sich freuen. Sagen Sie, glauben Sie, dass es Ärger geben wird? Ja. Und was meinen Sie, was passiert? Tja, das weiß man nie. Tja, ich weiß auch nicht. Ich habe schon nachgedacht. Oh, wissen Sie, im Grunde kann es gar nicht so schlimm werden. Ist schon möglich, aber auf jeden Fall möchte ich Ihnen vorschlagen, schnellstens abzureisen. Möglichst sofort. Sofort? Ja. Sie haben gut reden, aber ich habe hier noch Verschiedenes in Ordnung zu bringen. Ich will Ihnen was sagen. Wir fahren morgen früh. Wie Sie wollen, Monsignore. Aber Monsignore... Erwarten Sie mich in der Pfarrei. Eine Aktion, die in ihrer Wirkung entspannend, mäßigend. Was denn? 3-mal mäßigend? Ja, Monsignore. Den Monsignore wollen wir heute weglassen. Ich spreche mit Ihnen von Mann zu Mann. Das heißt, wenn es dem Herrn Senator genehm ist. Aber gewiss doch, warum soll es mir nicht genehm sein? Sprechen wir also von Priester zu Mann. Vielen Dank. Stellen Sie sich vor, da kommt doch hier plötzlich mein Sekretär, das heißt der Sekretär des Monsignore, an und will mich nach Rom abholen. Morgen früh muss ich fahren. Großartige Idee. Lügner, als ob es dir Spaß machte, hier zu sein, ohne mich. Also schießen Sie los, was wollen Sie? Nichts Besonderes, eine Kleinigkeit für dich. Du brauchst nur den Wagen des Sekretärs ein bisschen so herzurichten, dass... Nein. Tut mir leid, Hochwürden. Kommt nicht in Frage. Solche Schweinereien mache ich nicht. Aber wieso denn Schweinerei? Nein, Monsignore. So was Schlimmes ist das doch gar nicht. Ich möchte nur, dass Sie mir den Wagen für ein paar Tage unbrauchbar machen, damit ich Zeit finde zum Nachdenken. Wie soll ich denn sonst von heute auf morgen eine Ausrede finden, damit ich meine Reise noch mal aufschieben kann? Mir steht das Wasser bis zum Hals. Also gut, Don Camillo, aber Senatoren sind wie Priester. Sie geben nichts für nichts. Ich nehme mir Ihren Wagen vor und Sie bearbeiten meinen Bericht. Was für ein Bericht? Den Bericht über meine hier geleistete Arbeit. Das Haus des Volkes, eine Niederlage der Kirche. Sieg des Proletariats im Fall Gisela Marasca, Niederlage der Kapitalisten auf der ganzen Linie und so weiter und so weiter. Ich bin Priester und kein Verfasser utopischer Romane. Dann bin ich einer, der Autos repariert und keiner, der sie kaputt macht. Ich habe keine Fantasie. Ich wäre gar nicht fähig, solche Märchen zu erfinden. Aber Sie brauchen ja gar nichts zu erfinden. Ist ja alles schon fertig. Sie sollen nur das Ganze ein bisschen überarbeiten. Die Form, die Interpunktion. Und übertreiben Sie es nicht mit den Kommas, denn Sie wissen, ich setze immer sehr wenig.
Also dann 4 Kopien und hier ist auch Papier mit dem Briefkopf. Eine schamlose Erpressung. Gegen ein bisschen Motorsabotage soll ich die Wahrheit sabotieren. Und das mir, der ich niemals lüge. Der Herr möge mir verzeihen. Und mir mögen die Fiat-Werke verzeihen. In dunkler Nacht machten sich die beiden fieberhaft an ihr dunkles Werk. Blutige Beleidigung der Person unserer Genossin Gisela Marasca, verübt von klerikalen Elementen. Du wirst dich wundern. Giuseppe Bottazzi, Hoflieferant des Vatikans. Und des häuslichen Friedens. Punkt. Ein Erfolg ohnegleichen, denn dieser Vorfall verhalf meiner Genossin Gisela Marasca zu besserer Einsicht. Sie besann sich wieder ihrer eigentlichen Pflichten als Frau nach den heiligen Prinzipien der Liebe, der Familie und des häuslichen Friedens. Fertig. Ich auch. Don Camillo hatte tief und fest geschlafen, als er im Morgengrauen frisch wie eine Rose aus dem Bett sprang. Er las die Frühmesse und anschließend verließ er, als wäre sein Tag wie jeder andere, die Kirche. Don Camillo, du gehst, ohne mich eines Grußes zu würdigen? Herr, ich habe das Knie gebeugt und mich bekreuzigt. Ein bisschen wenig für einen, der abreist und wer weiß, wann zurückkehrt. Aber ich weiß warum, Herr. Ich hoffe, das heißt, ich bin sicher in 5 Minuten wieder hier. Mit Gottes Hilfe. Mit Pepones Hilfe, wolltest du sagen. Du bist ja ganz verwirrt, Don Camillo. Ich will doch nur den Übereifer meines Sekretärs ein bisschen bremsen. Der darf doch nicht einfach so über mich verfügen. Und außerdem, wie konnte ich wissen, dass... Gute Reise, Monsignore. Ein Weilchen wird das wohl noch tun. Na, mein Sohn, sind wir soweit? Ja, Monsignore, alles bereit. Don Cesare habe ich auch angerufen. Er kommt im Lauf des Vormittags. Und jetzt fahren wir los. Auf Wiedersehen, Monsignore. Ciao, Gute ciao. Reise. Danke. Kommen Sie bald wieder. Ja, ich werde es Auf versuchen. Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sagen Sie, mein Sohn, ich habe das Gefühl, mit dem Motor stimmt irgendetwas nicht. Ganz im Gegenteil, Monsignore, er läuft besser als gestern. Sehen Sie nur, wie er zieht. Dieser Feigling lässt sich kaufen vom Vatikan. Halten Sie mal. Entschuldigen Sie, wenn ich mir die Freiheit nehme, Monsignore. Aber ich bitte Sie, mein lieber Senator. Ich müsste heute Nachmittag noch in Rom sein. Und wenn Sie mich vielleicht bis Castelnuovo mitnehmen könnten, dann schaffe ich den Schnellzug um 7:48 Uhr noch, ja? Mit dem größten Vergnügen, lieber Senator. Vielen Dank, Monsignore. Ja. Oh. Sehr liebenswürdig. Vielen Dank, Monsignore. Keine Ursache. Steigen Sie nur ein.
hervorragend, Ihre Revision des Motors. Genauso hervorragend wie Ihre Revision des Berichts. Ich habe nur die Form etwas aufpoliert, die Interpunktion und ein paar Schreibfehler verbessert und ein paar winzige Ungenauigkeiten berichtigt. Na und Sie? Sie haben nichts geliefert. Sehen Sie, für mich war das Ganze nur eine Gewissensfrage. Ich habe gestern den Befehl erhalten, unverzüglich nach Rom zurückzufahren. Und da habe ich mir gesagt, du kannst ihn doch nicht allein lassen, den Monsignore. So bin ich. Oh, das ist aber wirklich furchtbar nett von Ihnen. Sehen Sie, und ich habe mir gesagt, ich bleibe, weil sonst der Senator so allein ist. Ist doch wirklich interessant, nachdem wir uns dauernd gegenseitig reingelegt haben, auf einmal diese völlige Harmonie und Übereinstimmung, ja? Ja. Das Wunder der Entspannung, nicht? Ach ja. Danke. So. Danke, Monsignore. Und für alle Fälle gebe ich Ihnen mal meine Karte. Man kann ja nie wissen. Anruf genügt. Bitte schön. Man kann nie wissen, könnte vielleicht von Nutzen sein. Und da brauchen Sie nicht einmal zu telefonieren. Na gut. Danke. Gute Reise. Auf Wiedersehen, Monsignor. Auf Wiedersehen, Senator. Gute Reise. Und so endet wieder eine der Geschichten, die der große Fluss so hört, wenn er durch die Ebene fließt und die er hinunterträgt zum Meer. Märchen, die wie wahre Geschichten oder wahre Geschichten, die wie Märchen klingen. Wer will das entscheiden?